Hallo, liebe astrologiebegeisterte Menschen. Am 24. Februar um 13:30 Uhr haben wir einen Vollmond auf 5 Grad Jungfrau. Dieser Vollmond bildet eine Opposition zum Saturn und zu Merkur, welche beide im Zeichen Fische stehen. Und ein schönes Trigon zu Jupiter im Stier wird auch noch gebildet. Dies ist eine Zeit der Ernte, der Reflexion und der Vollendung. Die Jungfrau ist ein Zeichen, das mit Ordnung, Genauigkeit und praktischem Denken verbunden ist. Wir haben also jetzt verstärkt das Bedürfnis nach Organisation, Effizienz und auch Perfektionismus. Wir sollten uns jetzt mehr auf die Details konzentrieren und unsere Arbeit gründlich erledigen. Wir können Unordnung beseitigen und uns auf die praktischen Aufgaben konzentrieren. Auch unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sind jetzt im Fokus und wir sollten dann natürlich gut auf uns achten. Zuallererst sollten wir einen praktischen und realistischen Ansatz für die bevorstehenden Herausforderungen verfolgen. Das heißt, wir sollten konkrete Schritte unternehmen, um Ziele zu erreichen und Probleme zu lösen. Es geht darum, einen klaren Blick auf die Realität zu haben und die verfügbaren Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Wichtig ist dabei, flexibel zu sein und sich an Veränderungen anzupassen, während man weiterhin auf konkrete Ergebnisse hinarbeitet. Prioritäten setzen ist auch entscheidend. Ob persönlich oder beruflich, Ziele sollten jetzt konkret definiert werden. Und dann ist die Konzentration auf das Wesentliche das A und O. Mit der Jungfrau-Energie dieses Vollmondes ist es vielleicht eine Herausforderung, das richtige Verhältnis zwischen Anpassung und Selbstausdruck zu finden. Dies erfordert ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein, Selbstreflexion und Flexibilität. Anpassungsfähigkeit ist wichtig, um sich in verschiedenen Situationen zurechtzufinden, mit anderen Menschen zu interagieren und erfolgreich zu sein. Sie ermöglicht es uns an veränderte Umstände anzupassen und mit den Erwartungen und Bedürfnissen unserer Umgebung in Einklang zu kommen. Auf der anderen Seite ist der Selbstausdruck entscheidend für die Entwicklung unserer Identität und die Erfüllung unserer individuellen Bedürfnisse und Wünsche. Selbstausdruck ermöglicht uns, unsere Gedanken, Gefühle, Überzeugungen und Talente auszudrücken und unsere Einzigartigkeit zu zeigen. Selbstausdruck stärkt auch unsere Authentizität und ermöglicht es uns, eine tiefere Verbindung zu uns selbst und auch zu anderen aufzubauen. Das richtige Verhältnis zwischen Anpassung und Selbstausdruck bedeutet, dass man sich an die Bedürfnisse und Erwartungen der Umgebung anpasst, ohne dabei die eigene Identität und die persönlichen Werte zu verleugnen. Also es geht darum, einen Mittelweg zu finden. Dies erfordert dann aber ein hohes Maß an Selbstreflexion. Es ist eine fortlaufende Reise, bei der wir uns ständig weiterentwickeln und wachsen. Bei einem Vollmond leuchtet ja die Sonne, welche immer im gegenüberliegenden Zeichen steht, auf den Mond. Das heißt, die Sonne ist in den Fischen und beleuchtet das Jungfrau-Thema. Also, was kann die Jungfrau-Energie von der Fische-Energie lernen? Die Weisheit des ungesicherten Lebens. Das heißt, die Fähigkeit, sich dem Fluss des Lebens hinzugeben, ohne sich an Sicherheiten zu klammern. Es bedeutet, sich den Risiken des Lebens bewusst zu sein und dennoch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben und mit ihnen umzugehen. Dies erfordert natürlich Mut, Offenheit und auch Flexibilität. Die Weisheit des ungesicherten Lebens lehrt uns auch, im gegenwärtigen Moment zu leben und die Schönheit des Augenblicks zu schätzen. Anstatt uns ständig Sorgen um die Zukunft zu machen oder uns an die Vergangenheit zu klammern, können wir uns darauf konzentrieren, das Leben in seiner vollen Pracht zu erleben. Dieser Vollmond in der Jungfrau bildet dann auch noch eine Opposition zu Saturn und Merkur in den Fischen. Dies ist eine Dynamik, die zu Spannungen und Herausforderungen führen kann, aber auch Möglichkeiten für Wachstum bildet. Saturn trägt die Energie der Begrenzung, Disziplin und Verantwortung mit sich. Daher ist es möglich, dass wir uns zwischen dem Bedürfnis nach Perfektion und den Einschränkungen, die uns Saturn auferlegt, hin und her gerissen fühlen. Und durch Merkur in den Fischen in Opposition zum Vollmond kommt eine starke Intuition in uns hervor
Dies könnte dann bedeuten, dass wir uns in unserer Kommunikation und unserer Denkweise von spirituellen Einflüssen leiten lassen. Wir dürfen uns nun daran erinnern, dass es nicht immer notwendig ist, alles perfekt zu machen oder alle unsere Probleme auf einmal zu lösen. Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren, sich auf die Aufgaben konzentrieren, die wirklich wichtig sind und uns erlauben, uns auch um unsere emotionale und spirituelle Gesundheit zu kümmern, sind jetzt am wichtigsten. Erfreulicherweise bildet der Vollmond in der Jungfrau auch noch ein Trigon zu Jupiter im Stier. Dies ist eine harmonische und unterstützende Energie und macht es einfacher, unsere Fähigkeiten effizient zu nutzen, um unsere Träume zu verwirklichen. Also schaue, ob du zwischen 4 und 7 Grad Jungfrau einen Planeten oder eine Hausspitze zu stehen hast. Wenn ja, wird dieser Vollmond für dich besonders wichtig. Je nach Thema des Planeten ist nun ein echter Neubeginn möglich. Aber auch die anderen beweglichen Zeichen sind betroffen, also Zwillinge, Schütze und Fische. Auch dort gilt die Gradzahl zwischen 4 und 7 Grad. Wenn du dort Planeten zu stehen hast oder eine Hausspitze beginnt, wirst du es verstärkt spüren. Also ihr Lieben, nutzt diese starke Vollmondenergie, um Träume zu manifestieren. Dies geht jetzt am einfachsten, wenn man ganz pragmatisch an die Dinge herangeht. Schreibe mir doch in die Kommentare, wie du diesen Vollmond erlebst oder auch wie du den letzten Neumond im Wassermann erlebt hast. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch bitte ein Like da und abonniere auch meinen Kanal. Alles Liebe, bis bald.